Servus Leute, ich bin der Matti und ich begrüße euch zu einer neuen Folge auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja, heute mache ich ausnahmsweise kein Kochvideo, sondern was ganz anderes, nämlich ein Informationsvideo. Ja, wieso das? Ganz einfach, letztens war ich einkaufen, schlendere mit meinem Einkaufswagen so durch den Supermarkt und kaufe so ein, was ich halt so brauche. Grundnahrungsmittel, Nudeln, Eier, Käse, Milch, nichts Besonderes, Brot, was man halt so braucht. Ja, der Einkaufswagen, der war halb voll und 200 Euro waren weg. Und zu Hause denke ich mir so, meine Güte, hier essen, das wird ja auch immer teurer und es ist ja Wahnsinn. Ja, man denkt da so drüber nach und das lässt mir irgendwie keine Ruhe. Da habe ich mich irgendwie ans Internet gesetzt, habe ein bisschen recherchiert. Ja, ich wollte einfach mal wissen, was sind die 10 teuersten Lebensmittel der Welt. Ja, das sind irgendwie total verrückte Sachen dabei. Ich finde es irgendwie total interessant. Und da habe ich mir gedacht, komm, das ist doch mal ein kleines Video wert. Ja, und deswegen folgen jetzt die 10 teuersten Lebensmittel der Welt. Ja, was ihr hier seht, das ist eine ganz abgefahrene Kaffeesorte, die heißt Kopi Luwak, wird umgangssprachlich auch als Katzenkaffee bezeichnet. Ja, das ist nicht ohne Grund. Die Bohnen werden nämlich von Schleichkatzen gegessen, verdaut und aus den Exkrementen bzw. aus den halb verdauten Bohnen wird dann dieser teure Kaffee hergestellt. Ja, und je nach Händler kostet ein Kilo 300 bis 400 Euro. Ja, also ich muss sagen, ich bin total enttäuscht. Da zahlt so 400 Euro für ein Kilo Kaffee. Ja, und dann schmeckt der gar nicht mal so kacke. Ja, kommen wir zur nächsten Zutat. Hierbei handelt es sich um einen Wildpilz, den Matsutake. Seit mindestens 1000 Jahren ist dieser Wildpilz eine besondere Zutat der japanischen Küche und außerdem gibt es dort die Tradition, jemandem seine Wertschätzung durch ein Pilzgeschenk zu zeigen, und der Matsutake gilt als besonders ehrenhafte Gabe. Ja, und deswegen sind die Leute auch bereit, bis zu 2000 Euro für ein Kilo dieser leckeren Pilze zu bezahlen. Ist doch irre, oder? 2000 Euro für Pilze auszugeben, weil sie gut schmecken und eine ehrenvolle Gabe sind. Ich habe für die besten Pilze der Welt viel weniger ausgegeben. In Amsterdam, vor 20 Jahren. Da hatte ich den Tritt meines Lebens. Da habe ich Poker gespielt mit Jesus und Hitler. Und so eine Comicfigur war auch dabei. Hitler ist ständig all gegangen und Jesus hat ihn betrogen. Hat immer 4 Kreuz Buben auf der Hand gehabt. Ja, und die Comicfigur und ich haben die ganze Zeit da gesessen und haben es einfach nur kaputt gemacht. Ja, das vermutlich teuerste Lebensmittel der Welt, das ist weißer Kaviar vom Albino-Stör. Weltweit werden pro Jahr nicht mehr als 10 Kilo produziert. Ja, was extrem selten ist, ist natürlich auch extrem teuer. Feinschmeckern ist 1 Kilo dieser Delikatesse bis zu 33.000 Euro wert. Ist doch Wahnsinn, oder? 33.000 Euro für die Eier von einem gestörten Albino. Das ist doch... Da wundert es mich echt nicht, dass ich seit über 20 Jahren kein Albino mehr auf der Straße gesehen habe. Die verstecken sich. Die weiße Trüffel, auch Alba-Trüffel genannt, zählt ebenfalls zu den teuersten Lebensmitteln der Welt. Weiße Trüffel sind sehr selten, man findet sie in Italien und Kroatien. Ja, und die Trüffelpreise richten sich Jahr für Jahr nach der Erntemenge. Finden die Trüffelsucher relativ viele weiße Trüffel, da kostet das Kilo um die 2000 Euro. Dieser Preis kann aber auch ansteigen, wie im Jahr 2017, als aufgrund schlechter Wetterbedingungen 1 Kilo weißer Trüffel bis zu 8000 Euro gekostet hat. Ja, weiße Trüffel habe ich noch nie gegessen, stelle ich mir aber super lecker vor. Etwas geröstetes Weißbrot mit Olivenöl und dann etwas weiße Trüffel drüber gehobelt. Als bestimmt ein Essen für die Götter. Ja, für mich ist es schon Luxus, wenn ich mir mal eine Packung Steinpilze gönne, wird wahrscheinlich eher werde ich von der Außerirdischen entführt, bevor ich weiße Trüffel esse. Ja, was ihr hier seht, das ist ein spanischer Iberico-Schinken. Der wohl beste und teuerste Schinken der Welt, reift 3 bis 5 Jahre und das hat auch seinen Preis. Für 100 Gramm zahlt ihr ungefähr 30 Euro. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, 30 Euro für 100 Gramm guten Schinken finde ich jetzt gar nicht mal so teuer. Dafür, dass er aus Edelschweinen gemacht wurde. Sowas können sich sogar die Assis unter den Reichen leisten. Das Kobe-Steak stammt vom Kobe-Rind aus der gleichnamigen Stadt in Japan. Das Fleisch hat eine besonders mürbe Struktur und eine exzellente Marmorierung mit feinen Fettäderchen. Dieses Rindfleisch ist das am stärksten marmorierte Fleisch aller Rinderrassen und hat zudem noch den geringsten Anteil gesättigter Fettsäuren. Für die besten Stücke werden in Japan bis zu 1000 Euro das Kilo bezahlt. 1000 Euro für 1 Kilo Rindfleisch.
Und in Afrika gibt es Menschen, die hungern. Dazu kann ich nur eins sagen, selbst wenn das Kobe-Steak 20 € kosten würde, es gäbe immer noch Menschen in Afrika, die hungern. Ja, ich bin einfach der Meinung, ja, leben und leben lassen. Wer 1000 € für ein Steak ausgibt, der soll es machen. Ja, aber ich bin sicher, es schmeckt wirklich vorzüglich. Die japanische Yubari King Melone ist die teuerste Melone der Welt. Sie hat ein überaus süßes Fruchtfleisch und gilt in Japan nicht nur als Statussymbol, sondern auch als Heiligtum. Die Melonen werden nicht etwa im Handel verkauft, sondern auf Auktionen versteigert. Der bisher erzielte Rekordpreis für eine Melone liegt bei 9.000 €. Irgendwie fällt mir kein lustiger Kommentar dazu ein. Die Schwalbennestsuppe ist eine chinesische Delikatesse, die aus den Nestern der Weißnest-Salagane zubereitet wird. Deren Nester bestehen fast ausschließlich aus eiweißreichem Speichel und keinem anderen Fremdmaterial. Die Schwalbenvögel bauen ihre Nester in Höhlen und Klippen in bis zu 90 Metern Höhe, so dass es für berufsmäßige Sammler ein lebensgefährliches Unterfangen ist, da hochzuklettern und diese zu sammeln. Daher der hohe Preis von bis zu 3.000 € für das Kilogramm. Also wenn ich eins hasse, dann sind es diese Speichellecker. Was ihr hier seht, das ist das teuerste Gewürz der Welt, nämlich Safran. Die Produktion von Safran ist sehr aufwendig. Für 1 Kilo Safran werden per Hand die Stempelfäden aus über 200.000 Blüten der Pflanze Crocus sativius gezupft. Das Hauptanbaugebiet liegt im Iran, aus dem ca. 90% der Weltproduktion stammen. Safran wird nicht umsonst auch als rotes Gold bezeichnet. 1 Gramm Safran kostet zwischen 15 und 18 €. Ja, Safran liebe ich über alles. Ja, ich esse es am liebsten als Brotaufstrich mit viel Butter. Ja, ich finde, wenn du mit Safran kochen kannst, dann hast du es zu was gebracht im Leben. Oder du bist schon so weit verschuldet, dass dir alles scheißegal ist. Der Elchkäse gehört zu den teuersten Käsesorten der Welt und wird auf einer speziellen Elchfarm in Schweden produziert. Da Elche Wildtiere sind und normalerweise in der freien Natur leben, ist ihre Domestizierung sehr schwierig. Zudem geben die Elchkühe nur 5 Liter Milch am Tag und das auch nur in der Zeit von Mai bis September, was den Käse sehr teuer macht. Ja, deswegen kostet 1 Kilo Elchkäse um die 500 €. Ist ja noch teurer als Kokain. Hier bei Elchkäse kann ich euch nur den Tipp geben, so Sachen kaufst du direkt da, wo sie hergestellt werden. Ja, sowas geht auf dem Transportweg immer durch 1000 Hände, jeder will irgendwie mitverdienen, das Zeug wird immer wieder gestreckt, am Ende hast du vielleicht schon noch 20% Elchkäse, der Rest ist Feta, Schafskäse, Ziegenkäse oder was weiß ich. Sicher ist nur eins, Elchkäse und Kokain sind Gottes Weg, dir zu zeigen, dass du zu viel Geld hast. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren die 10 teuersten Lebensmittel der Welt. Das teuerste, was ich je gegessen habe, das war gegrillter Hummer. Das ist schon sehr lange her. Ich habe auch wirklich gar keine Ahnung mehr, was ich bezahlt habe. Ja, mich würde echt mal interessieren, was ist so das teuerste oder exklusivste oder außergewöhnlichste, was ihr je gegessen habt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Da bin ich echt mal neugierig drauf. Ja, ansonsten in diesem Sinne, Leute, das nächste Mal gibt es wieder ein ganz normales Kochvideo. Ich wollte auch mal was anderes ausprobieren. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Macht's gut, Mathe.